Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute befassen wir uns mal mit so einem Eco-Tracker oder wegen mir auch Smart Meter oder Volkszähler, wie immer man das wirklich schimpft. Und warum wir das machen, ist ganz einfach erklärt. Ich hatte mir Anfang des Jahres ja ein Balkonkraftwerk gekauft und installiert. Habe dazu natürlich auch ein paar Videos gemacht. Könnt ihr aber vorbeischauen. Und das ist ja dann so, dann bekommt man ja, wenn man das angemeldet hat, auch beim Netzbetreiber und bei der Netzagentur, ähm, dann auch einen digitalen Stromzähler. Im Übrigen kriegt den irgendwann jeder. Und diese Stromzähler können ja eine ganze Menge. Ne? Die können ja, zeigen ja nicht nur an, was man verbraucht und in meinem Fall, was man einspeist, sondern man kann richtig den Verbrauch eines Monats, einer Woche und sowas alles auslesen. Das geht alles über das Display von diesem digitalen Stromzähler. Was ihr natürlich braucht, ist ein PIN von eurem Netzbetreiber, der den Stromzähler zur Verfügung stellt. Den müsst ihr euch beantragen. In meinem Fall habe ich das per E-Mail gemacht und so circa 14 Tage habe ich dann einen Brief bekommen. Da gibt es dann den PIN, den zeige ich jetzt hier natürlich nicht. Und den muss man dann per Licht und den optischen Sensoren an diesen tollen digitalen Zähler eingeben und hat dann den vollen Zugriff. Dann kommen dann diese Geräte hier ins Spiel, also diese Smart Meter, Volkszähler oder hier steht Eco-Tracker, und damit kann man halt sich die Daten auch aufs Smartphone schicken lassen oder zum Rechner, je nachdem, was man da benutzt. Und ich würde sagen, wir gucken das jetzt hier mal an. Dann werden wir mal den PIN an den digitalen Zähler eingeben. Dann verbinden wir das damit und gucken uns dann die App noch an, die dazu ist hier, und was er dann so für Daten ausspuckt. Deswegen würde ich sagen, ja, wir packen das jetzt erstmal aus. Also, auf geht's. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, aber die meisten davon das sind also IR-Leseköpfe, die man sich zusammenbauen muss. Und dann gibt es noch was von, ich glaube, der heißt PowerFox. Da haben mir aber die Rezession nicht ganz so gefallen und der scheint jetzt hier relativ neu auf dem Markt zu sein, von Everhome Eco Tracker, und bin ich mal gespannt. Den habe ich mir jetzt hier geholt. Ich hoffe, ich habe damit keinen Fehler gemacht. Folgendes ist hier drin, nämlich gar nicht mehr so viel. Wir haben hier also diesen Tracker. Der ist magnetisch mit einem USB-C-Ausgang und ein Kabel oder Netzgerät, damit das auch Strom bekommt. Und sofern ich richtig unterrichtet bin, müssten das 2 Meter sein. Oh, kann durchaus hinkommen. 2 Meter Kabel. Mehr ist da hier wirklich nicht. So eine richtige Anleitung hat man hier nicht. Außer dass man die App installieren soll, dann den Eco-Tracker anschließt, Eco-Tracker in der App einrichtet und ja, dann kann man halt den Stromverbrauch überwachen. Das werden wir jetzt auch mal tun und ja, also, wir werden jetzt erstmal einen PIN eingeben unten und dann werden wir den da hier dran setzen. So, hier sind wir auch schon. Wir brauchen jetzt hier eine Taschenlampe. Und hier sind dann diese optischen Ausgänge. Zumindest einer davon ist, glaube ich, eins. Und hier ist auch das Zeichen, dass man das mit der Taschenlampe bedienen soll. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ich versuche es mal einzublenden. Das werden wir jetzt auch einmal machen. Das heißt, wenn ich diesen ersten Lichtpunkt da drauf gebe, dann müsste die Aufforderung kommen zum PIN eingeben. Und wenn man jetzt beim PIN irgendwas falsch macht, man hat unendlich viele Versuche. Okay, wir beginnen mal.
Gut. Okay, ein vierstelliger PIN. Jo, der läuft schon durch. Ich war zu langsam. Okay, probieren wir es nochmal. Okay. So. Jo, das war schon gewesen. Ich will jetzt hier nicht drauf eingehen, was man jetzt hier da alles einstellen kann. Da findet ihr auf YouTube schon ein paar Videos, die sich damit genauer ein bisschen beschäftigen. Wir machen jetzt aber weiter, indem wir jetzt diesen Tracker da dran herbauen. Wie ich schon erwähnt habe, das ganze Ding hier ist magnetisch. Also es geht einfach und dann hält das. Aber ich habe hier natürlich ein kleines Problem. Mein Stromzähler hat hier so eine Art Kasten davor. Und hier ist das Problem jetzt mit dem mitgelieferten Kabel. Das passt dann nämlich ja nicht mehr. Aber da habe ich mir schon was organisiert. Und zwar hier so ein Winkeladapter hier von USB-C auf USB-C. Und dann passt das nämlich auch. So, jetzt müssen wir das ganze Ding natürlich auch noch mit Strom versorgen. Und da wäre es natürlich cool, wenn man jetzt hier eine Steckdose in der Nähe hat. Und ich muss mir jetzt aber leider erstmal was suchen hier. Ein bisschen Spiel hier. Ich weiß nicht, ob das direkt jetzt drauf scheint. Okay, kümmern wir uns mal um die App jetzt. So, wir suchen uns jetzt in den App Store die Everhome App. Und die ist hier auch schon, die laden wir gleich mal runter. Die gibt es für Android und für iOS. Und öffnen die auch gleich mal. Gut, okay, willkommen bei Everhome. Machen wir aus dem bla bla bla. Lichtsteuerung, ja, okay, okay, okay. Sicherheit, Sprachsteuerung. Fertig. So, wir müssen jetzt uns ein Konto erstellen. Ich werde das mal machen und dann sehen wir uns wieder. Okay, da sind wir schon. Guten Tag. Jetzt brauchen wir natürlich unser Gerät. Wir gucken mal, ob wir das gleich auf Anhieb hinkriegen. Wir wollen eins hinzufügen. Jo. Ja, und was nehmen wir da? Wir gucken mal nach Everhome. Everhome. Das sind auch die Cloudboxen. Der Eco-Tracker. Da haben wir es ja. Jo, weiter. Jo, mach das mal bitte. Gerät hinzufügen. Okay. Erkennung des Triggers. Na, warum geht denn das nicht jetzt? Warum nicht? So, Tracker scheint er gefunden zu haben. Gehen wir mal auf Weiter. Haushalt, Solaranlage. Ich werde mal auf Haushalt bleiben. Strompreis. Wir nehmen wir hier hin. Aha, so funktioniert das. 40 Cent. So. Okay, aktuell verwendet nur Basisdaten übertragen. Das schon benötigt auf eine Freischaltung. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Okay. Das ist aktuell 0 Watt. Das kann ja gar nicht sein. So, mittlerweile ist 1,5 Tag vergangen, seitdem wir jetzt den Tracker hier, den Eco-Tracker von Everhome, an meinen Stromzähler, digitalen Stromzähler montiert haben und uns die App runtergeladen haben und den Tracker dort auch eingerichtet. Ich musste jetzt ein paar Tage, beziehungsweise den 1,5 Tag, mich mal kurz mit der App hier ein bisschen beschäftigen und habe auch
meine Shelly mit eingebunden schon, aber das zeige ich euch gleich. Ich habe auch herausgefunden, dass es auf der everhome.cloud Seite ein Portal gibt, wo man dann auch auf den Tracker zugreifen kann und da auch einige Sachen noch einstellen kann. Allerdings von der grafischen Oberfläche her finde ich doch die App ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, wir wechseln wieder die Perspektive und dann gehen wir mal so ein bisschen durch die App. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber das, was ich jetzt habe, das zeige ich euch. Aber ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal drüber. So, und da sind wir auch schon hier. Und zwar ist das hier die Verteilung, die man hier sieht. Den Stromfluss, was ich aus dem Netz beziehe und was gerade meine Solaranlage macht. Und hier unten halt, was der Haushalt verbraucht. Aber gehen wir mal kurz auf Home wieder zurück. Und da seht ihr jetzt den Tracker, den wir erst auch schon hatten. Ihr seht jetzt hier sogar eine Wetteransicht. Und ihr seht dann jetzt hier die PV-Anlage. Das ist also meine Shelly hier. Das ist halt so ein Gerät, was man halt in die Steckdose mit einbindet. Und dieses Gerät kann nicht nur den Verbrauch messen, sondern der kann auch die Steckdose dann schalten und ist natürlich auch WLAN-fähig. Okay, wieder zurück. Ja, in der App kann man so einige Sachen machen. Zum Beispiel hier, Geräte hinzufügen. Da gibt es viele, man kann Gruppen anlegen. Gehen wir wieder auf Home, gehen wir mal hier hoch. Hier hat man dann noch mehr Favoriten, Szenen, Räume. Im Wecker kann man stellen, Dashboard, Karten. Bei Karten, Achtung, nicht irritieren lassen. Hier kann man sich quasi im Grundriss von seinem Haus erstellen und dann alle Geräte positionieren, die halt mit diesen, ja, mit der Cloud verbunden sind, beziehungsweise jetzt bei mir wäre der Gateway jetzt der Eco-Tracker. Es gibt ja dann von Everhome ja auch noch diese Basisstation, die schimpft sich Cloudbox und da kann man dann halt ja auch darüber steuern. Habe ich aber wie gesagt nicht eingerichtet, habe mich nur mal ganz kurz damit befasst. Ein Logbuch, da werden alle Aktionen angezeigt, wenn was geschalten wird und so weiter und so fort. Mobilgeräte, ja, hier ist jetzt mein Handy da eingegeben, Notizen aktuell. Für mich ganz interessant oder auch für euch dann interessant ist hier unten Energie. Das ist der Bildschirm mit den Echtzeitdaten. Wir sehen, wir haben jetzt einen Stromverbrauch von 231 Watt. Können dann hier noch mal ein bisschen weitergehen. Ja, die PV-Anlage produziert hier gerade 50 Watt, deswegen auch Minus. Dann haben wir hier den Gesamtbezug und die Einspeisung vom ganzen Jahr. Hier haben wir die History. Die History beginnt natürlich erst nachdem, also die Datenaufzeichnung, nachdem der Tracker montiert und eingerichtet worden ist. Deswegen habe ich jetzt hier nicht vom ganzen Jahr drauf. Weiter geht's dann hier mit einem Abschlag. Ganz interessant, die Kostenberechnung, die man sich dann einstellen kann. Und da habe ich ja zum Beispiel eingegeben, dass ich einen Strompreis von 40 Cent habe und mein monatlicher Abschlag, da habe ich jetzt mal 140 Euro eingegeben. Und dann berechnet er an dem momentanen Verbrauch, ja, was ich zum Beispiel im Monat dann tatsächlich bezahlen würde, wenn das so weitergeht. 101 Euro, monatliche Ersparnis 39. Das variiert immer, je nachdem, Also das ist nur so eine Prognose hier. Das finde ich ganz cool. So, ja. Und hier unten steht dann, was wir seitdem der Tracker da unten angebaut ist, an meinem Stromzähler, tatsächlich schon für Ausgaben haben. Und zwar beträgt er jetzt hier bei mir 9,29 Euro. Jo. Gut, weiter geht das dann halt hier mit Solar. Das ist, wie gesagt, die Shelly. Da komme ich gleich nochmal ganz kurz drauf. Auch hier können wir dann den Ertrag,
Hier zeigt er dir, was die Anlage, seitdem der Trecker da dran ist, beziehungsweise die Shell auch mit eingebunden ist, produziert hat. Der niedrigste Ertrag, dann der Durchschnittsertrag, der höchste, und zeigt einen dann auch den Eigenverbrauch. Der liegt bei mir jetzt momentan bei 56%. Ja, ich produziere mit der Anlage momentan nicht so viel Strom. Es ist halt die dunkle Jahreszeit. Und ja, gehen wir mal weiter. Da haben wir jetzt hier die Verteilung, die ich erst schon am Anfang gezeigt habe. Und ja, wir sehen, die Anlage produziert, hier die Solaranlage, produziert jetzt 56 Watt. Aus dem Netz ziehen wir 201 Watt und der Haushalt verbraucht insgesamt aber 277 Watt. Jo, würde die Solaranlage noch mehr machen? Ich habe das mal aufgezeichnet, weil momentan ist gerade bewölkt. Dann ist das so, dass also wenn die Solaranlage jetzt mehr produziert, als wie wir verbrauchen würden, dann würde einmal so ein grüner Punkt nach unten laufen und der andere dann ins Netz rein, also einspeisen, also der Rest von der Energie oder von den erzeugten Strom. Jo, das ist das jetzt. Jetzt nochmal ganz kurz zu dieser Shelly, ne? Um jetzt hier auch diese tollen Daten hier zu kriegen mit dieser Umverteilung, dann ist das nämlich so. Ihr könnt natürlich da auch so eine Shelly Steckdose nehmen. Ihr müsst euch natürlich dann auf Gerät hinzufügen gehen. Ja, wir machen das mal. Ich suche jetzt mal ganz schnell die Shelly. Und gebe das mal hier ein. Dann Bezeichnung lassen wir mal so. Und da gehen wir mal auf Hinzufügen. So, hier steht das jetzt, was ihr zu machen habt. Ja, also ihr müsst das Gerät mit diesem MQTT verbinden. Und ja, folgendermaßen geht das dann. Wir haben das jetzt hier drauf, gehen jetzt hier oben auf Bearbeiten. Als allererstes, was wir jetzt machen, ist den Gerätetyp ändern, weil der steht jetzt hier auf Licht. Und damit ihr dann diese schöne Umverteilung habt, geht ihr dann nämlich hier unten auf Solar. Und erst dann seht ihr, was ihr die Anlage dann einspeist und was ihr verbraucht, und kriegt halt diese tolle hier Ansicht mit dem Fluss des Stroms. Aber ganz wichtig ist, damit das überhaupt dann funktioniert, braucht ihr dann hier den Benutzer, den MTTQ-Benutzer. Den müsst ihr euch kopieren, und MTTQ-Passwort, das braucht ihr. Das gebt ihr dann nämlich in der Shelly App ein. Bei dem Gerät, was ihr habt, findet ihr dann unter Sicherheit MTTQ. Das müsst ihr dann hier einschalten, und da kommt ihr unten zum Feld. Da gebt ihr dann den Nutzernamen und das Passwort ein, und dann speichert ihr das. Ganz wichtig, bei mir hat das über die App überhaupt nicht funktioniert. Deswegen habe ich das dann über den Browser gemacht. Habe mein Shelly-Gerät über die IP-Adresse aufgerufen und konnte das dann da ändern. Jetzt nochmal ein Wort zu dem Everhome-Portal. Wenn ihr euch da anmeldet, sieht das so aus. Also Everhome erreicht ihr über everhome.cloud. Da kommt ihr dann auf die Webseite hier. Gibt es auch vieles Interessantes zu entdecken da, wie zum Beispiel kompatible Geräte. Aber uns interessiert jetzt hier mein Portal. Da müsst ihr euch dann auch mit eurer E-Mail-Adresse und dem Passwort, das ihr vergeben habt, anmelden, und dann kommt ihr halt hier auf, ich mache das mal aus, auf das Portal. Das ist wie gesagt grafisch nicht ganz so ansprechend. Hier die Geräte, man sieht ja natürlich jetzt den Tracker hier, Stromverbrauch und Bezug, und hier auch die eingebundene Shelly. Wir haben jetzt 500 Watt. Wir können ja mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ich schwenke gleich mal um. Ihr seht, jetzt geht's hoch. Wir speisen ins Netz jetzt fast 300 Watt ein, was ich sehr schade finde. Aber bedienen auch die ganzen 250 Watt im Haushalt jetzt nur mit dem Solarstrom, weil die Anlage jetzt 532 Watt schießt.
Geil. Kommen wir jetzt mal zu dem Fazit zu diesem Eco-Tracker von Everhome. Und ich bin sehr zufrieden damit. Auch wenn das Einbinden der Shellys etwas komplizierter bei mir sich gestaltete, weil die App wollte partout nicht halt dieses MTTQ da übernehmen. Aber ja, über einen Laptop am Browser hat das einwandfrei funktioniert, ohne Probleme. Übrigens, vielleicht mache ich da noch mal ein Video, um euch das zu zeigen, wie das richtig geht. Oder wie ich das gemacht habe, dass das funktionierte. Ich weiß ja nicht, ob das bei euch dann vielleicht doch über die App läuft. Also so geht oder eher nicht. Zumindest jetzt die 1,5 Tage bis 2 Tage, wo jetzt das Gerät im Einsatz ist es nicht einmal ausgestiegen. Es zeigt die Werte, soweit ich sehen kann, relativ korrekt an. Und ja, ich finde es toll. Man hat jetzt seinen Stromverbrauch immer im Überblick und kann auch sehen, was jetzt auch tatsächlich die Anlage da einspeist. Und muss da nicht immer zwischen mehrere Apps hin und her schalten, finde ich ganz cool. Und ja, ich hoffe, dass das auch in Zukunft noch so bleibt. Ich kann diesen Tracker eigentlich nur empfehlen. Von mir kriegt dieser Tracker definitiv einen Daumen nach oben. Ihr findet einen Amazon-Link in der Videobeschreibung, wo ihr diesen Tracker dann auch euch anschauen könnt und vielleicht auch bestellt, kauft. Wichtig ist natürlich, dass ihr bei euren Stromzähler, wenn ihr den anbringt, auch noch eine freie Steckdose habt, weil der braucht Strom, ne? Ja, habe ich noch was vergessen? Ja, nee, eigentlich nicht. Wir haben uns jetzt alles angeguckt, die App installiert haben wir. Ich habe mein Fazit gegeben und ja, also sind wir durch mit dem Video und ich würde sagen, wenn ihr das Video informativ fandet, dann gebt ihr doch einen Daumen nach oben. Ihr dürft mich gerne abonnieren, wenn ihr das nicht schon habt. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao!